Reden wir über den zweiten Teil der Harry Potter-Reihe, welcher da wäre Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Während Harry Potter in Hogwarts mit Ron und Hermine treue Freunde gefunden und seinem Namen alle Ehre gemacht hat, ist er während der Ferien bei seinen Verwandten, den Dursleys, immer noch der Junge, der wie ungewollter Ballast behandelt wird. Die Muggelverwandtschaft freut sich sogar, dass Harry keinen einzigen Brief von seinen Freunden erhalten hat, was ihn ziemlich traurig macht. Doch als plötzlich ein Hauself namens Dobby auftaucht, dessen Absichten nicht ganz erkennbar sind, wird Harry klar, dass es entgegen aller Warnungen Zeit wird, für ihn nach Hogwarts zurückzukehren. Aber das ist alles andere als einfach und einmal dort angekommen, steht mit der Erkenntnis seiner eigenen Fähigkeiten, einem selbstverliebten neuen Professor und dem Versteinern von Mitschülern ein ganz neues Abenteuer an, denn tief in der Vergangenheit von Hogwarts gab es einst eine sehr gefährliche Kammer, die eigentlich für immer geschlossen wurde. Eigentlich. Harry Potter und die Kammer des Schreckens, im Original Harry Potter and the Chamber of Secrets, geht in der Extended Version, über die wir hier sprechen, 174 Minuten, die 13 Minuten länger ist als die Kinofassung, die am 14. November 2002 in die deutschen Kinos kam. Die Extended Version hat auch eine Altersfreigabe von 12 Jahren, bei der Kinofassung war es ein FSK 6 und ist eine Fortsetzung eben von Harry Potter und der Stein der Weisen und damit ein Fantasy-Abenteuer und Familienfilm und natürlich auch Buchverfilmung und wie so oft gegenüber den Büchern natürlich auch etwas reduzierter, weil die lassen sich oft nicht in der Art und Weise umsetzen, wie die Leser auf der einen Seite sich vorstellen, wie Figuren zu sein haben und auf der anderen Seite in jedem Detail, das eine J.K. Rowling einst zu Papier brachte. Als Fortsetzung finde ich, dass Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf der einen Seite ein großer ein Film ist, der es schafft, so langsam den Teppich auszurollen für die große gesamte Rahmenhandlung. Worum wird es gehen für einzelne Figuren, die nach und nach wichtiger werden, auch eine große Bedeutung anfängt langsam auszulegen. Wir haben neue Bekannte, die wirklich Freude machen, einem ans Herz wachsen können, andere, die wir so ein bisschen sehr cringig finden, aber auch ein Film, der von der Handlung und den Ereignissen so sehr getrieben wird, dass für manche zwischenmenschliche Töne, vor allem rund um das Haupttrio Hermine, Ron und Harry, manchmal ein wenig zu wenig Zeit bleibt für meinen Geschmack, um sich da weiter noch zu vertiefen. Sie als Dreierbund, die ein Abenteuer erleben, bleiben aber im Kern trotzdem genau das, was man sich gerne anschaut, und wo ich am Ende sage, ja, fand ich nicht so gut wie Teil 1, aber Teil 1 ist sowieso einer meiner Lieblinge aus der ganzen Filmreihe, aber eine ordentliche Fortsetzung, die in erster Linie schafft, mir Lust auf mehr zu machen und mich mit in diese fantastisch-magische Welt mit hineinnimmt. Aber dazu beim Fazit noch ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast und über die Figuren. Daniel Radcliffe als Harry Potter lernt über sich. Er lernt über neue Fähigkeiten und das große Thema Verantwortung, Bestimmung. Was war er einst? Was hat er vielleicht mit auf den Weg bekommen? Und für alle, die Harry Potter jetzt noch nie gesehen haben, will ich natürlich nicht zu viel spoilern. Auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr eingehen auf die Dinge als sonst, weil man das natürlich bei einem Film, der 18 Jahre alt ist, dann tendenziell schon eher so ein bisschen machen kann. Ist hier vor allem wichtig für ihn, wie er so der Zukunft zugewandt sein wird und was ihm hier für Werkzeuge mit an die Hand gegeben werden und auch der Frage seiner Zugehörigkeit, zu welchem Haus und wie viel Eigenbestimmung und Eigenverantwortung über das, was man vielleicht einst mal gedacht hat oder was andere glauben, wo man hingehört oder bestimmt sein mag, sich trotzdem darüber hinwegsetzen kann. Und es sind eben die Entscheidungen, die uns ausmachen, um hier zu zitieren an einer wichtigen Stelle aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ansonsten spielt er alles so relativ auf seine sehr, auf der einen Seite manchmal niedliche, aber trotzdem auch sehr temperamentvolle Art und Weise, was darum geht, sich Herausforderungen zu stellen, auf. Ist aber ein sehr getriebener dieser Handlung, wo dieser zweite Teil eben weniger auf das Erkunden dieser neuen Welt einen Fokus legt, was ich bei dem ersten Teil wirklich toll finde. Diese Kinderaugen und das Staunen dahinter tritt hier dann doch ein wenig in den Hintergrund. Ein Rupert Grint und einer Emma Watson als Ron und Hermine sind an dieser Stelle auch behalten ihre Grundeigenschaften und diesen Dreierbund, aber so richtig viel wird über sie beide eigentlich nicht Neues ausgepackt. Es geht mal um die Eltern der einen und dann auch um die Familie der Weasleys insgesamt, was ich wirklich sehr cool finde, weil das eine sehr, sehr schöne Facette ist, aber dazu gleich mehr als kleiner Funfact am Rande, dass Rupert Grint eine so große Arachnophobie hat, dass die Szene in der Höhle von Aragog er bis heute angeblich nie gänzlich gesehen hat, dass er an der Stelle vielleicht mal erwähnt. Wie ich gerade gesagt habe, die Weasleys und ihre Herkunft, die vielleicht nicht aus reichestem Hause kommen, aber das Herz am
richtigen Fleck haben und Harry auch gerne unter ihre Fittiche nehmen, so weit wie sie es können und unterstützen und helfen, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Familie und Sache. Auf der anderen Seite lernen wir viel über die Malfoys und damit auch ein Stück weit dem Thema Rassismus, Ausgrenzung und eben dieser Welt, die uns immer mehr in das Böse Richtung Voldemort ziehen wird. Und das finde ich da wiederum sehr sinnvoll, dass man hier bei dem zweiten Teil eben diese Aspekte langsam in den Fokus packt, dass man eben Ansätze, die uns lange begleiten werden auf dieser Reihe durch die Harry Potter Filmreihe, mehr in den Fokus rückt als natürlich noch bei dem ersten Teil. Ein Snape ist wieder tendenziell noch, hat seine ein, zwei starken Momente, aber noch ein wenig im Hintergrund, als es irgendwann mal später sein wird, hat aber immer wieder seine interessanten Zwischentöne, wo man immer das Gefühl hat, okay, eigentlich wird er angeteasert in eine bestimmte Richtung, verhält sich dann aber doch wieder konträr, sodass es immer wieder ein, zwei Fragezeichen aufgibt und hier die Besetzung einfach nach wie vor grandios bleibt. McGonagall ist eher leider eine Randerscheinung an dieser Stelle. Hagrid ist für die Handlung selbst treibender, als er selbst Screentime hat aber der Extended Version tatsächlich auch noch die eine oder andere Szene mehr, aber jedes Mal wächst der mir da einfach ans Herz mit seiner Art, bleibt einfach mein Lieblingscharakter aus der ganzen Harry Potter Welt. Ist es vor allem auch der Weg für Dumbledore, dessen Bedeutung, sein Agieren auch aus der Fremde und das Beschützende, wo man merkt, okay, hier werden eben diese Bars geraced, das große Ganze bekommt langsam eine gewisse Form. Hier natürlich auch ein, ich will nicht sagen Fun Fact, eher trauriger Fact, dass Richard Harris, der damals Dumbledore verkörperte, wenige Wochen vor Veröffentlichung vor Harry Potter und der Kammer des Schreckens verstorben ist, weswegen wir dann natürlich an dieser Stelle auch eine weitere neue Besetzung bekommen werden im Fortlauf dieser Filmreihe. Ein Kenneth Branagh als Professor Gilderoy Lockhart, ein selbstverliebter, unterhaltsamer Möchtegern, der schleimig daherkommt, eine Figur, die wir quasi, sage ich mal, als eine ganz neue Facette, so wie wir immer wieder mal neue Blicke in bestimmte Richtungen bekommen werden, hier serviert bekommen, der in seiner Art und Weise uns quasi auf diesen roten Faden der Handlung mitnimmt und immer wieder sagt, lassen Sie mich das doch machen, aber im Grunde einer ist, der versucht irgendwie über seine Fehler hinwegzublicken und über seine angeblichen Abenteuer versucht so zu faszinieren, dass er tatsächlich ein Star in dieser Welt ist. Wie, was, warum, werden wir im Laufe des Films erfahren. Aber ganz wichtig natürlich Hauself Dobby, den ich auch damals für 2002 schon richtig schön animiert finde in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Eine Figur, wo man am Anfang nie so richtig weiß, wie, was, warum, die trotzdem aber so gut funktioniert, um uns mit auf den Weg zu nehmen, okay, warum will man irgendwie verhindern, dass Harry nach Hogwarts kommt und wo es relativ spät klar wird, das sind die eigentlichen Zusammenhänge und dann in einer sehr, sehr schönen Szene, an die, glaube ich, jeder Harry Potter-Fan sich gerne zurückerinnert, ein bestimmtes Kleidungsstück, dann einem immer wieder vielleicht auch in dieses Lächeln versetzt, daran zurückzudenken, einem diese Figur sehr nah ans Herz bringt, was wirklich schön ist an dieser Stelle und die wirklich Spaß macht. Ansonsten hätten wir noch die maulende Myrte, übrigens gespielt von Shirley Henderson, die damals schon 37 Jahre alt war und damit die älteste Darstellerin, die jemals eine Hogwarts-Schülerin verkörperte. Eine Figur, die in der Mädchentoilette wacht und die auf der einen Seite nervig ist, auf der anderen Seite einfach nur gerne nicht so allein sein will und auch so einen kleinen Crush auf Harry hat. Die fand ich schon immer irgendwie Zucker und interessant und drüber, mochte ich persönlich gerne. Kurzum, es gibt eben neue Figuren, auf die wir treffen. Alte Pfade werden langsam aufgebaut und einfach vertieft, wo man merkt, okay, das wird das große Ganze. Und Figuren, die später eine große Rolle spielen, bleiben hier und da noch manchmal eine Randerscheinung. Rein technisch ein Film, der wieder sehr wertig ist. Die Kameraarbeit insgesamt dunkler als sein erster Teil, aber bei einem 100 Millionen Dollar Budget kann man das auch erwarten. Der Film hat 879 Millionen Dollar weltweit eingespielt, womit er damals an den Kinokassen etwas erfolgloser in Anführungszeichen war als Teil 1, aber das ist immer noch ein weltweiter Hit, absolut an dieser Stelle. Transportiert wird natürlich über die Kameraarbeit in erster Linie dieser Fantasy-Ansatz mit diesen tollen Settings, auch nur selten zu schnell, aber das Szenenbild ist wieder eine der schönen Sachen, wenn man sich Hogwarts in seiner vollen Schönheit und Pracht oder wieder den verbotenen Wald anschaut. Auch das Design dieser Toilette, in der eben die maulende Myrte ist, aber auch die Kammer. Oder wieder das Zuhause der Dursleys gibt es eben neue Orte, neue Dinge, wie zum Beispiel den Fort Anglia, den J.K. Rowling tatsächlich in ihrer Schulzeit gefahren hat und deswegen in die Bücher von Harry Potter mit reingenommen hat. Davon wurden übrigens in Kombination mit der peitschenden Weide, die wir auch das erste Mal zu Gesicht bekommen, hier in diesem Teil 14 Stück geschrottet. Vielleicht noch als kleiner Funfact auch hier am Rande, ist die Ausstattung einfach wieder richtig stark und ein Setting, was eben diesen Fantasy-Charakter toll transportiert. Das ist wohl einer der Dinge, wo man sich nie satt sehen kann bei Harry Potter. Die Musik, wieder komponiert von John Williams, insgesamt bei den ersten 3 Teilen, ist übrigens auch der Künstler in der Filmwelt, der die meisten Oscar-Nominierungen hat und noch lebend ist und Platz 2 hinter Walt Disney. Wer das vielleicht einmal wissen wollte, wieder große Themen, die wir aus dem ersten Teil kennen, in Variation, wirkt einfach sehr, sehr wertig und in weiten Teilen auch durchkomponiert. Kostüm und Make-up ist ein Großteil eben wieder die Kleidung der Professoren, aber dann eben diese Roben der Häuser Hufflepuff, Gryffindor, Slytherin und Ravenclaw. Um die Zuordnung vielleicht auch da wieder zu finden, bleibt zu den Effekten zu sagen, dass ich sie für 2001 besonders bei
bei Dobby richtig gut finde. Ich finde auch das Design, was in der Kammer passiert, ziemlich gut. Das Tagebuch, um das es gehen wird, sieht ja schön aus. Der Phönix, wenn er animiert ist, finde ich okay. Auch die Spinnen finde ich nicht schlecht. Die Animatronik gefällt mir hier und da, vor allem beim Phönix, nicht so gut, wenn man sie bei Dumbledore im, ich sag mal, Büro oder in dem Bereich dann manchmal hinten so komisch statisch sich drehen sieht, dann ist das nicht Vogel-like mit all seinen Zuckungen. Da finde ich die Animatronik nicht ganz so gelungen. Und Animatronik war damals auf dem Top-Niveau, da braucht man nur fast 10 Jahre zurückgucken, besser gesagt auf 8 Jahre zurück auf Jurassic Park. Da hätte mehr gehen dürfen aus meiner Sicht. Muss ich am Ende einfach sagen, diese Fortsetzung ist eine ordentliche Fortsetzung, die Lust auf mehr macht. Neue Figuren wie Dobby und Hintergründe über die Malfoys und Weasley sind wichtig, geben größere Themen vor allem, wie Rassismus, wie Ausgrenzung, wie auch die Grundmotive, wenn es dann in Richtung dunkler Lord geht, immer mehr den Boden und das Futter für den eigentlichen Konflikt, der hier aufgebaut wird. Look, Musik, Setting ist hochwertig, da muss man bei Harry Potter gar nicht diskutieren. Dem steht aber trotzdem gegenüber, dass ich sage, fast 3 Stunden Lauflänge in der Extended Version fühlt sich die Handlung dennoch manchmal zu gehetzt an und vor allem Figuren manchmal zu sehr dieser unterworfen. Die Momente zwischen den Figuren kommen da manchmal ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Im weiteren Verlauf wird das manchmal ein bisschen besser aufgegriffen. Auch das Tempo fühlt sich insgesamt einfach gegenüber dem ersten Teil, den ich so viel kindlicher, manchmal noch ein bisschen schöner finde dahingehend, einen Ticken zu sehr angezogen. Aber deswegen ich diesen Film sehenswert finde, aber leider auch nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt dann 7 von 10 möglichen Punkten als Genre-Mix für Familien, Abenteuer, Fantasy-Film in erster Linie genauso wie insgesamt und auf jeden Fall ausreichend, um zu sagen, da hat man mehr Lust drauf. Klar, alle Harry Potter-Fans, an die richtet sowieso der Film, aber wer auch Fantasy mag und vielleicht bis heute nie reingeschaut hat, bleibe ich dabei. Harry Potter sollte man da mal gesehen haben und da bin ich am Ende meiner Review zu Harry Potter und der Kammer des Schreckens. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.